Herzlich willkommen heute im Neurotalk mit Eduard Senn, auch genannt Edi. Wir werden heute berichten über das Thema, warum Cyberabwehr nicht nur eine Frage der Technik ist, sondern der richtigen Menschen und vor allem meinem Thema der Kommunikation. Herzlich willkommen. Jetzt stellen wir uns zuerst mal kurz vor. Also mich kennen ja schon einige aus dem YouTube-Kanal, Alice Mustier. Ich arbeite mit neurodivergenten Menschen, eben auch viele, die in der IT sitzen. Und die Kommunikation zwischen den Nerds und den Normalos, die Übersetzung dazwischen, zwischen Deutsch-Nerd, Nerd-Deutsch. Und Edi, stell du dich doch noch mal kurz vor, was du zum Thema Cybersecurity zu berichten hast. Sehr gerne. Also mein Name ist Eduard, am besten einfach kurz Edi. Bin der Geschäftsführer der Firma Certmi in Wien. Wir befassen uns mit Umsetzungen im Bereich der ISO 27001, also Informationssicherheit, beziehungsweise der NIS-2-Richtlinie, die ja auf uns zukommt mit großen Schritten. Eigentlich sollte sie bereits da sein, aber einige sind mal wieder säumig und da gehört Deutschland genauso dazu wie Österreich. Und ja, IT-Sicherheit oder Informationssicherheit ist kein reines IT-Thema. Ganz im Gegenteil, 95% aller Angriffe kommen von innen. Sei es Unbedacht, sei es Absicht, sei es sportlicher Ehrgeiz oder schlichtweg nur destruktives Verhalten, aber meistens kommt es von innen. Vielen Dank, Edi. Und hier, um mal ein Beispiel zu geben, warum 95% der Cyberangriffe eben durch Menschen passieren und nicht durch fehlende Technik. Ich hatte letztens eine Statistik gelesen, dass nämlich 15%, was schon ganz schön viel ist, 15% kommt aus den eigenen Reihen und zwar als boshafte Tat gegen das eigene Unternehmen. Dass man also selber einen Virus organisiert oder selber dem Unternehmen schaden möchte. Und wenn ich mir überlege, 15% von Cyberangriffen, das ist schon ganz schön viel. Definitiv. Es sind meistens geprellte und verärgerte Mitarbeiter, die bei Beförderungen übergangen worden sind, bei Gehaltserhöhungen und Ähnlichem, die dann einfach das Unternehmen verlassen. Und das ist de facto so, wenn man sich im Darknet ein wenig umsieht und sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt, findet man schnell diese Gruppierungen, die einen dann, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, dabei helfen können, das ehemalige Unternehmen zu attackieren. Da gibt es dann quasi Ransomware as a Service unter dem Motto, ich will mich rächen an, hier sind die Daten, viel Spaß. Beginnt irgendwo bei 1.000 Euro, kann schnell mal auch mehr kosten. Ja, die Leidtragenden sind dann meistens eben die Firmen oder einzelne Personen. Also das ist wirklich ziemlich heftig, was da draußen so passiert. Ja, und da sind wir nämlich schon wieder beim Thema Neurodivergenz, bei den neurodivergenten Menschen. Weil ich habe zum Beispiel schon einige kennengelernt, die eben, weil sie nie gefördert wurden, irgendwann einen richtigen Groll gegen die Firma haben. Es ist natürlich nicht jeder ist direkt bösartig. Viele kündigen dann auch und verlassen das Unternehmen und suchen sich einfach eine andere Stelle, weil sie einfach merken, sie haben zwar eigentlich richtig echt was drauf hier in der Birne und könnten eigentlich auch höher steigen, aber es wird halt nicht zugelassen. Und es ist nicht jeder, der nicht seine Potenziale nutzen kann, direkt bösartig. Aber das ist jetzt ein Thema, wo wir schon wirklich bei Neurodivergenz sind, weil ich habe schon wirklich sehr viele solcher Fälle gehört, wo die Menschen wirklich über Jahre versucht haben, in der Führungsposition höher zu kommen und das eben nicht geschafft haben. Und da ist schon wieder, also wenn wir gucken wollen, wie schaffen wir das vielleicht auch, um uns auf die 15% zu fokussieren, wie schaffen wir das, dass jemand nicht so bösartig ist? Und da finde ich, ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Thema, Neurodivergenz anzuschauen, zu schauen, was für Menschen haben wir, die ADHS, Autismus, Hochbegabung, Hochsensibilität haben und deswegen vielleicht eben auch Mobbing erfahren oder auch ihre Potenziale gar nicht so richtig auf die Spur bringen können und deswegen mit ihrem Potenzial nicht gesehen werden und sich deswegen nicht gesehen fühlen und dann eben auf Dauer Groll gegen das eigene Unternehmen haben. Und dazu berate ich sehr gerne und das ist immer wieder spannend, was man da so erlebt. Ich meine, überhaupt in der Cybersecurity finde ich das sehr spannend, das Thema. Und wenn man selber nicht betroffen ist, finde ich das teilweise auch sehr lustig. Das Problem ist nur, wenn man selber betroffen ist, ist es nicht mehr lustig.
Definitiv, bin ganz bei dir. Also im Prinzip ist es meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert. Du hast einerseits das Thema Mitarbeiterführung, wie führst du Mitarbeiter, und das spielt da auch ganz, ganz stark hinein. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Sensibilisierung. Denn natürlich kann es aufgrund unerfüllter Erwartungen zu Frust kommen. Frust wird zu Hass, du gehst, du willst dich rächen. Gut, niederer Instinkt. Es kann auch aber genauso gut sein, dass es einfach an der notwendigen Sensibilisierung oder klaren Prozessen scheitert, dass Dinge auch konkret abgearbeitet werden. Mitarbeiter kommen in Unternehmen und es wird immer so sein, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen werden. Also keiner kommt mit 18 in ein Unternehmen und bleibt dort bis zur Pension. Das war vielleicht früher mal so, ist es jetzt nicht mehr. Und auch dafür brauche ich natürlich auch klare Prozesse und Richtlinien innerhalb des Unternehmens, wie ich mit einem Personalabgang umgehe. Also wie gestalte ich den Offboarding-Prozess? Es wird immer darüber gesprochen, Onboarding, es muss funktionieren, es muss ein Mentor da sein, es soll dich jemand an die Hand nehmen. Das Thema Offboarding haben die meisten Personalverantwortlichen oder Geschäftsführer einfach nicht am Schirm. Die sagen, gut, derjenige geht, wird dienstfreigestellt, her mit deinem Handy, Notebook, danke und auf Wiedersehen. Oft bleiben dann Zugangsdaten zurück, die nach wie vor aktiv sind. Und da hat es auch einen Fall in Asien vor ein paar Jahren gegeben. Ein Mitarbeiter eines großen Service-Providers wurde gekündigt. Viele Jahre später, aus Jux, Dollerei, wie auch immer, probierte er seine Zugangsdaten aus, hatte nach wie vor Administratorzugang im System und hat dort einfach mal, glaube ich, 180 VMs gelöscht von Kunden. War natürlich ein gewaltiger Schaden. Also so viel zum Thema, warum ein Offboarding-Prozess genauso wichtig ist wie ein Onboarding-Prozess. Ja, wow, sehr spannend. Also wie gesagt, wenn ich es von außen betrachte, ist es spannend und lustig, aber wenn ich es von innen betrachten würde, wäre es nicht mehr lustig. Bei unseren Zuhörern gibt es noch Fragen speziell jetzt, auf die wir vielleicht eingehen könnten, bevor ich nochmal auf Neurodiversität in Bezug auf Cybersecurity zu sprechen komme. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Und ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel bringen, wo man neurodivergente Menschen eben, wenn es um Cyberabwehr geht, gut einsetzen kann. Wie wir ja gerade schon besprochen haben, auf jeden Fall die Kommunikationswege verbessern. Das nennt man ja in der Cybersecurity auch häufig Awareness-Training einfach, dass jeder sensibilisiert wird dafür, wo man aufpassen muss, etc. Und Autistinnen als Beispiel können ja sehr gut Muster erkennen. Also wenn irgendwelche Anomalien in einem System sind, fällt ihnen das direkt auf. Ich kann da auch selber gut mitreden. Ich habe da manchmal, wenn ich Bilder sehe zum Beispiel, also nicht überall, aber häufig ist es so, ich sehe ein Bild und beim nächsten sehe ich sofort so, Moment, das ist das Gleiche, aber irgendwas stimmt da nicht. Und dieses Gefühl einfach für, dass da etwas nicht mehr gleich ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Das kann man auf jeden Fall bei Autisten und Autistinnen sehr gut nutzen. Bei ADHS-Menschen zum Beispiel, dass die sehr schnelle Reaktionen im Ernstfall haben. Das ist eigentlich auch bei vielen Hochbegabten der Fall, dass sie sehr schnelle Reaktionswege haben. Und Hochsensible als Beispiel spüren ja auch diese atmosphärischen Brüche in der Kommunikation, wenn irgendwie mal was schief läuft. Und beim letzten Interview hattest du ja beispielsweise das Drama erklärt, dass ein Vorstandsvorsitzender in der Teamsitzung war mit den anderen Vorständen und aber eigentlich er gar nicht vorhanden war, sondern dass nur ein gefaktes Bild durch die KI war und auch die Stimme nur nachgeahmt. Und auch da kann man im Endeffekt ja sehr davon profitieren, wenn man so sensible Menschen im Team hat, die wirklich direkt merken, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Lass uns mal überprüfen und wie wir beim letzten Mal festgehalten haben, dann einfach mal so eine Frage stellen wie, sag mal Chef, wie heißt deine Frau? Also auch wenn er dann dich komisch angucken wird, wenn es ein Bot ist oder eine KI, dann wird er auf jeden Fall nicht richtig auf diese Frage antworten können. Wenn es eine sehr intelligente KI ist, wird er natürlich dann vielleicht sagen, warum fragst du mich das? Das hat hier nichts zu suchen. Aber auch davon darf man sich dann im Falle des Falles nicht durcheinander bringen lassen. Das ist ganz wichtig. Aber dazu könnt ihr auch gerne, vor 2 Wochen hatten wir schon mal zu dem gleichen Thema hier ein Video gemacht, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Und Hochbegabte zum Beispiel können eben auch sehr gut
strategisch vorausdenken und einen ganzheitlichen Blick drauf setzen. Und deswegen einfach mein Fazit daraus, die richtigen Menschen am richtigen Platz verhindern die größten Risiken. Das jetzt zu meinem Thema, zu Neurodiversität und Kommunikation. Und jetzt, Edi, kannst du uns, du hattest ja jetzt gerade schon ein Fallbeispiel genannt, hast du noch etwas anderes, was du mitteilen möchtest, oder sollen wir sonst jetzt einfach, falls es Fragen gibt, darauf eingehen? Naja, ich habe schon noch ein Beispiel vorbereitet. Wir hatten ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass das Ransomware und Co-Datendiebstahl ja eigentlich zu einem Business wurden. Wir haben es das letzte Mal nicht ganz geschafft, wirklich auch in die Tiefe zu gehen, wie groß dieses Business eigentlich ist. Natürlich durch die Corona-Krise mit allem Drum und Dran und dem Digitalisierungsschub, den wir da vernommen haben, wurde das Business natürlich deutlich größer, aber um zu verdeutlichen, diesen Angreifergruppen geht es schlichtweg nur ums Geld. Also die sind weder politisch noch ideologisch motiviert, die sind auch in keinster Weise boshaft, sondern die sehen das einfach als Business. Die betreiben Firmen und das ist deren Geschäftsmodell. Und das war zum Beispiel 2023 1,1 Billionen Dollar groß. Also Gesamtumsatz weltweit mit der modernen Form der Erpressung, sprich der Ransomware. Und vielleicht ein ganz gutes Beispiel, etwas pietätlos, aber demonstriert ganz gut, worum es diesen Gruppen eigentlich geht. Mir ist ein Fall bekannt eines Bestattungsunternehmens. 2 Mitarbeiter, der Bestatter und seine Tochter, ein Computer, Daten wurden gestohlen, Daten wurden verschlüsselt und es gab dann eine riesige Phishing-Welle an Betroffene, die ihre Angehörigen verloren hatten, wo gedroht wurde mit, es werden Fotos von der Autopsie etc. veröffentlicht, wenn sie kein Lösegeld bezahlen oder schlichtweg quasi dem Erpressungsversuch auch nicht nachgeben. Der Schaden war dann irgendwo im mittleren 5-stelligen Bereich schlussendlich, also jetzt nicht allzu groß, aber es demonstriert ganz gut, es interessiert diese Gruppen nicht, ob das jetzt am guten Geschmack vorbeigeht oder nicht, sondern da geht es einfach nur daran, es gibt Geld und das ist das, was sie wollen. Ja, da gibt es leider keine Gentlemen. Nein, definitiv nicht. Schade drum. Colette hatte in den Chat geschrieben bei LinkedIn, aber ich glaube, das war keine Frage, sondern nur ein Kommentar, wo unterschiedliche Denkweisen geschätzt und gefördert werden, wächst auch Sicherheit. Die Technik allein nicht leisten kann. Das wird bestimmt sehr interessant. Achso, das hatte sie wahrscheinlich vor unserem Livestream geschrieben. Aber ja, da hat sie auch wieder recht. Also da sind wir wieder beim Thema Diversität. Umso vielfältiger wir sind, umso mehr Fähigkeiten haben wir auch. Ansonsten gibt es keine Fragen mehr im Chat. Gibt es noch etwas, was du den Teilnehmenden mitteilen möchtest? Ja, im Prinzip ist alles schon gesagt worden. Also die Hauptverteidigungslinie, wenn man immer glaubt, in einem Unternehmen sei die IT, sei die Firewall, sei, keine Ahnung, der Virenscanner, ganz rudimentär gesprochen. In Wirklichkeit ist die einzige Firewall jene, die auf Menschen basiert, also die sogenannte Human Firewall. Die kann ich dann wirklich nur einerseits durch natürlich Awareness- und Sensibilisierungsprogramme, die regelmäßig durchgeführt werden sollten. Es sollten auch intern Kampagnen geplant und durchgeführt werden. Aber natürlich sollen sich auch da draußen wirklich einmal alle Geschäftsführer selbst mal an der Nase nehmen und sich auch über Mitarbeiterführung Gedanken machen. Und das beginnt eben nicht dabei, dass ich Kompetenzen verteile beziehungsweise Aufgaben delegiere, sondern das auch ganz, ganz stark davon abhängig, wie interagiere ich mit Menschen, wie kommuniziere ich mit Menschen und gebe ich denjenigen auch das Gefühl, sie können bei Erkenntnissen oder möglichen Problemen, die sie finden, auch wirklich tatsächlich offen nach oben kommunizieren oder bekommt man gleich irgendwo das Stigma da, aha, du hast eine Sicherheitslücke gefunden, wunderbar, wolltest du sie ausnutzen? Also gerade hier sollte man auch ein wenig umdenken und gewissen Platz und Raum schaffen in der Kommunikation, damit sich auch wirklich jede Ebene der Mitarbeiter sich traut, nach oben mögliche Schwachstellen, die entdeckt wurden, zu kommunizieren. Und das kann ich nämlich aus meiner jetzt 11-jährigen Berufserfahrung mit neurodivergenten Menschen erzählen, dass nämlich häufig die Neurodivergenten nicht so viel Achtung haben vor Autoritäten, sondern mehr vor
Also eine Autorität muss sich bei diesen Menschen wirklich beweisen. Und wenn die etwas sehen, was schief läuft, dann sagen sie das halt ganz klipp und klar, kritisieren sie das nach oben hin. Was aber ganz häufig richtig schlecht angesehen ist, weil natürlich eine Führungsperson mag es nicht, von einem Mitarbeiter direkt Auge zu Auge kritisiert zu werden. Und genau da sind wir im Endeffekt schon bei der Unternehmenskultur, beim Change Management. Und das finde ich so spannend, was ganz viele eben überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass NIS 2, das Cyber Security, eigentlich auch ganz viel mit Unternehmenskultur, mit Führung und Change Management zu tun hat. Und deswegen würde ich jetzt mal zum Schluss kommen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Edi. Sehr gerne. Wenn ihr Interesse habt oder auch müsst, also vielleicht nicht Interesse habt, aber es müsst, weil ihr ein NIS 2 verpflichtetes Unternehmen seid, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dann setze ich euch in Kontakt mit Edi. Und ja, wenn wir euch irgendwie unterstützen können zum Thema Cyber Security, meldet euch gerne bei mir auf dem LinkedIn, per LinkedIn oder eben auch per YouTube. Und dann bis bald. Schön, dass du dabei gewesen bist, Edi. Sehr gerne. Hat mich wie immer gefreut, jederzeit gerne. Ja, wer meine Kontaktdaten sucht, der findet sie auf LinkedIn. Einfach melden. Ich bin immer ein Freund davon, besser eine Frage zu viel stellen als eine zu wenig, denn die Frage, die nicht gestellt wurde, ist meistens der Beginn der Katastrophe. Deswegen. Genau. Vielen Dank. Schau, immer her damit. Schönen Tag noch.